Multilayer, Vollvinyl, Rigid Vinyl oder auch SPC. Alles sind Träger für einen Vinylboden, aber die haben doch irgendwo doch immer noch ihre Unterschiede. Wir haben bei unserer Lys & Land, bei der Fjordline, einen SPC-Träger, also ein Rigid Vinyl, verbaut. Warum wir uns dafür entschieden haben, wollen wir euch mal ganz kurz erklären. Ja, das erste ist natürlich, woran erkenne ich überhaupt ein Rigid Vinyl? Meistens steht es ja schon vorsorglich irgendwo auf einem Preisschild oder Produktbeschreibung, aber auch das Auge kann das schon erkennen. Denn meistens ist es die Farbe alleine, wo ich schon sehe, habe ich da ein Vollvinyl, habe ich einen Multilayer oder habe ich diesen Rigid-Träger. Bei dem Rigid-Träger ist der Träger wesentlich heller, so ein richtig schönes helles Grau. Vollvinyl ist dann schon dunkelgrau, teilweise schon richtig schwarz. Und der Multilayer, ja, das ist ein Holzträger, das heißt, man hat da schon so eine bräunliche Schicht. Was ist der Vorteil von so einem Rigid? Wir nehmen einfach mal unsere Lys & Land als Beispiel. Da haben wir ja in der Fjordline einen SPC-Träger, einen Rigid-Träger von 7 mm Stärke. Woraus besteht letztendlich SPC oder was sagt der Name aus? Es ist ein Stone Plastic Composite. Das heißt, hier hat man Kunststoff mit Steinmehl zusammengemischt, noch ein paar kleine Additive mit hinzugefügt und hat daraus einen Träger geformt. Das normale Vollvinyl, was man hat, da hat man fast 100% Kunststoff. Da war aber das Problem, wenn ich das zum Beispiel auf Fliesen gelegt habe, dass sich irgendwann die Fliesenfugen auf der Oberfläche durchgedrückt haben. Das nennt man auch Telegrafieren. Man hat dann so dieses Muster, dieses Fliesenmuster wieder gesehen. Bei leichten Unebenheiten, die man im Untergrund hatte, die haben sich irgendwann wieder gespiegelt auf der Oberfläche. Und das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, die Untergrundvorbereitung war da sehr, sehr wichtig, dass es wirklich glatt ist, denn sonst sehe ich das nachher alles auf meiner Oberfläche. Dann ist man dahergegangen und hat bei dem Vollvinyl letztendlich ein bisschen Steinmehl mit hinzugemischt. Und dieses Steinmehl sorgt dafür, dass erstmal der Boden nicht mehr so stark auf Temperatur reagiert, aber auch, dass er fester wird. Das heißt, ein Telegrafieren von Fliesenfugen oder von Unebenheiten, das hat man hier nicht mehr. Hier ist es, wie gesagt, bei unserer Fjordline auch ein 7 mm SPC-Träger. Das heißt, der ist sehr stabil, auch gegen Belastungen, Eindrücke von oben, gegen Gewicht, wenn was draufsteht. Und durch diesen starken Träger, den wir haben wir sogar die Möglichkeit, eine relativ große Klickverbindung ranzufräsen. Auch das ist bei anderen Vinylböden manchmal schwierig, die jetzt vielleicht nur ihre 5 mm haben, dass die Klickverbindung sehr klein und filigran ist und dementsprechend kann sie schnell kaputt gehen oder halt auch auseinanderziehen. Und man bekommt Fugenbildung. Das ist hier bei unserer Lys & Land zum Beispiel nicht so, weil der Träger seine Stärke hat und dadurch auch eine stabile Klickverbindung. Ein sehr großer Vorteil von SPC, habe ich ja eben schon erwähnt, er arbeitet nicht so stark. Das heißt, er reagiert nicht so stark auf Temperatur. Das ist besonders ein ganz großer Vorteil, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel durchlegen wollen. Wir kriegen immer wieder die Frage, ja, wir würden gerne, haben eine 80 Quadratmeter Wohnung, würden gerne durchlegen. Normalerweise ist das nicht erlaubt. Man sollte in den Türdurchgängen immer trennen. Man hat verschiedene Flächen, die je nach Raum unterschiedlich arbeiten. Man hat unterschiedlich Sonneneinstrahlung, wo der Boden natürlich darauf reagiert. Und wenn jede Fläche unterschiedlich sich ausdehnt und zusammenzieht, dann entstehen Spannungen. Und diese Spannungen sind meistens in der Tür, wo der Boden das nicht aushält, wo dann Fugenbildung kommt oder Beulen. Bei unserer Lys & Land Fjordline können wir eine Fläche von 400 Quadratmeter legen und sogar auch offiziell freigegeben durchzulegen. Das heißt, wenn eure Wohnung nachher 80, 120, 200 Quadratmeter ist und ihr wollt Raum für Raum durchlegen, dann könnt ihr das mit dem Boden machen. Geht halt aber auch nur, weil der SPC-Träger da sehr träge ist beim Arbeiten und kaum Spannungen dann auftreten werden. Achtet da trotzdem auf den Randabstand, das ist immer noch ganz wichtig, dass der trotzdem frei liegt und nirgendwo anstößt, aber trotzdem von den Flächen und dem unterschiedlichen Arbeiten, das kann der sehr gut kompensieren. Ich habe noch keinen Vinylboden gefunden, der für Wintergarten freigegeben ist. Auch Lys & Land ist jetzt nicht für Wintergarten speziell freigegeben, aber durch die Zusammensetzung, die wir uns da ausgedacht haben, glauben wir schon, dass der in einem Wintergarten liegen kann und das auch ohne Probleme. Was ist denn das Problem? Ich habe ja gerade Wintergarten von oben meistens Glas, von den Seiten Glas. Ich habe Sonneneinstrahlung. Gerade im Sommer ist hier richtig Hitze drin und im Winter wird es richtig kalt, weil das halt kein bewohnbarer oder so ein Kaltwintergarten ist. Dann habe ich halt das Problem, dass er sich im Sommer extrem ausdehnen will und im Winter hier ziemlich sich zusammenzieht und auch
durch zu viel Kälte halt auch ein bisschen instabil wird, gerade die Klickverbindung. Aber wir haben bei diesem Produkt extrem starke Klickverbindungen und wie gesagt auch ein Gemisch haben wir uns da ausgedacht, was sehr temperaturbeständig nachher ist. Deswegen glaube ich schon, oder ich bin davon überzeugt, so muss ich es eigentlich sagen, dass der in einem Wintergarten durchhält. Ja, das Video dazu, wie wir den Boden hier reingelegt haben, seht ihr hier oben irgendwo. Das haben wir nämlich schon fertig, haben wir uns euch da oben verlinkt. Schaut da mal rein, guckt euch das an und ja, diese starken Unterschiede sind halt für manche Vinylböden so schwierig damit umzugehen, dass sie Beulen schmeißen oder dass sie halt auch anfangen zu schüsseln oder halt sie auseinanderziehen und man Fugenbildung hat. Hier ist es wiederum nicht so. Erstmal, wie gesagt, der SPC-Träger ist hier wunderbar, weil er gar nicht so stark auf diese Temperatur reagiert. Dank dem Mischungsverhältnis, was wir da angesetzt haben, sogar noch weniger. Also der große Vorteil ist halt auch dieser dicke Träger. Durch diesen starken Träger von 7 mm haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Klickverbindung wesentlich größer zu fräsen und dann hält sie auch wesentlich mehr Zugkräfte aus. Wenn ich durchlege, verschiedene Temperaturen herrschen und diese Spannungen auftreten, dann ist gerade die Klickverbindung sehr, sehr wichtig, dass sie viel aushält. Ein weiterer Vorteil ist auch noch generell am SPC-Träger, dass er Wärme sehr gut weiterleitet. Ist natürlich für eine Fußbodenheizung sehr wichtig, dass die Wärme, die von unten kommt von der Heizung, auch schön nach oben durchgeht. Und obwohl wir einen Träger von 7 mm Stärke haben, wird auch trotzdem immer noch die Wärme sehr gut weitergeleitet, sodass ihr einen hervorragenden Wärmedurchlass habt. Das heißt, für normale warmwassergeführte Fußbodenheizung wunderbar, aber der Boden ist auch freigegeben für elektrische Heizsysteme. Man muss da trotzdem ein bisschen aufpassen, das ist aber generell bei einem Vinyl so. Man sollte immer eine elektrische Heizung verwenden, die man regeln kann, die steuerbar ist. Denn generell bei allen Vinylböden ist es so, wenn die Wärme auf Schlag kommt, dann können Sie damit meistens nicht umgehen und Sie verziehen sich und schüsseln sich irgendwie auf. Das wird bei unserer Fjordline eher weniger passieren, einfach durch dieses Mischungsverhältnis, was wir haben und der Stärke von 7 mm. Trotzdem würde ich da ein bisschen mit Vorsicht rangehen. Ich empfehle lieber, wenn ihr die elektrische Bodenheizung habt, gar kein Problem bei unserer Fjordline, aber nehmt eine, wo ihr das langsam raufregeln könnt, die Temperatur, die nicht sofort heiß ist. Was sind jetzt die größten Vorteile bei unserem SPC-Träger von der Fjordline? Erstmal ist er sehr temperaturunempfindlich. Das heißt, er ist sehr gut, wenn ich durchlegen will oder vielleicht sogar das probieren möchte, im Wintergarten zu verlegen. Ich denke, das kann der sehr gut ab. Er ist fußwarm. Durch das SPC leitet er die Wärme von einer Fußbodenheizung sehr, sehr effizient nach oben, egal ob es jetzt Wasser ist oder ob es Elektro ist. Er ist feuchteunempfindlich. Wenn da mal irgendwie er mit Wasser in Berührung kommt, ist das gar kein Problem. Und das Beste eigentlich ist auch noch, dass er keine schädlichen Weichmacher enthält und er problemlos über Fliesen verlegt werden kann, wo die Fliesenfugen sogar bis zu 10 mm breit sein dürfen. Wenn ihr jetzt noch irgendwas nicht verstanden habt von dem, was ich euch alles erzählt habe, nutzt gerne da unseren WhatsApp-Service. Meine Kollegen sind für euch da, die beantworten euch da jede Frage, gar kein Problem. Wenn ihr gerade mitten irgendwie in der Planung seid oder ihr wollt vielleicht neu renovieren, probiert mal unseren Musterservice aus. Ihr könnt bis zu 5 Muster euch bestellen, nehmt euch einen schönen Rigid-Boden, vielleicht auch sogar unsere Fjordline und dann testet die mal so ein bisschen die Muster, guckt euch die an, spürt die Haptik. Das heißt, ihr bekommt 5 Muster wirklich kostenlos, auch den Versand braucht ihr nicht bezahlen und ihr braucht die nicht mehr zurückschicken. Also ihr habt da eigentlich gar nichts zu verlieren. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.